Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Eli Handmade. In diesem Video möchte ich heute mit euch zusammen eine Tasche häkeln in Rattanmuster. Von einiger Zeit habe ich ja auch schon einen Körbchen gehäkelt und ich dachte, man kann ja auch Tasche machen. Wer mein Instagram-Account kennt, da habe ich ja auch schon so eine Tasche, aber mit schwarzen Einsatz und mit rosaner Polyesterschnur Tasche gehäkelt in Rattanmuster. So sieht jetzt die Tasche aus. Die Rückseite, der Boden. Innenfutter habe ich noch nicht genäht, aber habe ich ja auch noch mal vor. Ich gebe euch noch mal die Masse. Die Tasche hat die Breite von 29 cm, die Höhe von 21 cm, die Tiefe ist 15 cm und der Boden hat 26 cm die Länge und die Breite ist von 16 cm. So, ich wünsche euch dann viel Spaß beim Nachhäkeln. Ich hoffe, dass ihr auch meinen Kanal abonniert und Daumen hoch macht. Für die Tasche werde ich heute ein Taschenset verwenden. Der besteht aus Taschenboden und Taschenklappe mit integriertem Mappenschloss. Dann Ribbon Garn, der ist aus Polyester und hat ungefähr die Breite 6-7 mm. So eine Rolle habe ich. Dann dazu nehme ich noch Canvas. Ich habe ja schon einen fertigen Teil rausgeschnitten. Später, wenn ich 2-3 Reihen gehäkelt habe, werde ich noch diese Canvas annähen, dass der Boden später ein bisschen härter ist. Dann Feuerzeug, paar Maschenmarkierer, Schere und die Häkelnadel. Mit der Häkelnadel 3,5 werde ich den Boden umhäkeln. Mit der Häkelnadel Nummer 5 werde ich die ganze Tasche häkeln. Und dann habe ich ja hier noch so eine doppelte Häkelnadel. Da werde ich euch zeigen, wie man Rattanmuster mit so einer Häkelnadel häkelt. Bevor wir anfangen, die erste Reihe zu häkeln, möchte ich Maschenmarkierer aufsetzen. Und zwar, ich mache den ersten Maschenmarkierer da, wo der Bogen ist. Und von der Gegenüberseite mache ich es genauso. Zähle jetzt die Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und ich möchte auf dieser Stelle noch 2 Maschen verdoppeln. Und ich mache hier dann zwischen diesen Verdoppelungen von jeder Seite 1, 2, 3 diese Öffnung verdoppeln und von der Seite auch so 1, 2, 3, 4. Diese Masche wird dann auch verdoppelt. So sieht es aus. Komme ich auf die andere Seite und auf der Seite mache ich genauso. Da wo der Bogen ist, mache ich den ersten Maschenmarkierer und dann gegenüber von dieser Seite zählen die Maschen
die Öffnungen meine ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ja, und dann noch 2 Öffnungen, jeweils 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So sieht es aus. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja. So habe ich jetzt Markierer für meinen Taschenboden aufgesetzt, da wo ich die Verdopplungen mache. Bevor ich loslege, möchte ich das Endstück vom Garn ein wenig anbrennen lassen, dass es mir nicht auseinanderribbelt, und beginne dann mit der ersten Reihe. Lass mir ein wenig kleinen Endstück und mache zuerst die erste Masche. Ziehe den Faden einfach nach vorne und mache die erste Masche. Wichtig ist, wenn wir jetzt anfangen zu häkeln, die erste Reihe machen wir nicht zu fest. So, das ist jetzt ganz einfache feste Masche, die werden wir zum Schluss ganz normal noch mit Rattanmuster beenden. Gehen in die nächste Öffnung, holen mir den Faden, dass der so nach vorne guckt mit flacher Seite. Hol die Häkelnadel raus, mit den Daumen halte ich die Masche fest, dann gehe ich mit der Häkelnadel von dieser Seite rein und ziehe Faden auf diese Seite. So, und dann mache ich gleich eine Luftmasche. Dann die zweite holen. Achtet darauf, dass beide Schlingen auf der Häkelnadel gleiche Höhe haben. Nadel rausholen, von der anderen Seite greifen, rüberziehen und eine Luftmasche häkeln. So mache ich bis zu den Maschenmarkierer. Noch eine Öffnung vor den Maschenmarkierer. Durchziehen und dann kommt die Luftmasche. So sieht es aus. Man kann auch noch mit den Fingern ein bisschen die Maschen richten, wie sie sein sollen. An den Maschenmarkierer angekommen, der kommt erstmal ab und diese Stelle häkle ich 2 Maschen in dieselbe Stelle. Also einmal und in die gleiche Öffnung die zweite Masche häkeln.
Dann bis zu den nächsten Maschenmarkierer in jede Öffnung eine Masche häkeln. Also wie ich schon gesagt habe, achtet darauf, dass ihr nicht zu fest häkelt in die erste Reihe und dass alle Maschen gleiche Höhe haben. Das ist wichtig. So, dann die letzte Masche vor den Maschenmarkierer. Bei den Maschenmarkierer wird wieder die Masche verdoppelt. Einmal und zweimal. Dann macht ihr bis zu den nächsten Markierer in jede Öffnung eine Masche. Bei den nächsten Maschenmarkierer angekommen und den werde ich ja auch noch mal abnehmen und die Öffnung verdoppeln und zeige noch mal. Rausnehmen, Faden durchziehen und eine Luftmasche. Die gleiche Stelle, nochmal Faden ziehen, Häkelnadel rausnehmen, von der anderen Seite einstecken, Faden durch und eine Luftmasche. Jetzt möchte ich zeigen, wie man mit so einer doppelte Häkelnadel diesen Rattanmuster häkelt. Bei mir ist es so, dass die Häkelnadel nicht die gleiche Stärke hat. Diese Seite ist ein wenig kleiner als die andere. Aber das funktioniert auch. Also Häkelnadel durchstechen, Faden holen. Jetzt ziehe ich die Häkelnadel nach links, greife Faden an und mache gleich die Luftmasche. Dann die nächste Masche, ziehe ich die Häkelnadel so durch und mache gleich die Luftmasche. Und nochmal. Häkelnadel so durchziehen und die Luftmasche. Der nächste Maschenmarkierer und hier verdoppeln wir auch die Öffnung. Durchziehen, Luftmasche und nochmal durchziehen und die Luftmasche. Mit dieser Häkelnadel geht ein bisschen schneller und dann häkle ich jetzt in jede Öffnung eine Masche bis zu den Maschenmarkierer. Bei den Maschenmarkierer die Öffnungen verdoppeln und so, dass die Reihe beendet ist. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen, mache die letzte Masche. Also hier mache ich noch die Luftmasche und dann die letzte Masche, wie gehabt. Aber bei der letzten Masche mache ich keine Luftmasche,
lasst ihr einmal so. Und hier haben wir die erste Masche gemacht. Die liegt ja so quer, mag ich nicht. Wenn ich ja jetzt normale Masche durchhäkle, dann ist ja der Faden hier zu sehen. Das heißt, ich ziehe jetzt an diesem Endstück an, gehe ich unter diesen Faden und ziehe dann auf die Rückseite dieses Endstück und mache es einmal so. So, dann kann ich jetzt noch die letzte Masche machen. Nicht vergessen, hier habe ich keine Luftmasche gemacht. Dann ziehe ich diesen Faden hier einmal so durch. Nehme ich mir die Häkelnadel raus, gehe ich unter diesen Faden, nehme diese Lasche und ziehe auf die Rückseite. Und dann mache mir eine Masche. So habe ich jetzt die erste Reihe beendet und sieht erstmal der Boden so aus. Wir beginnen mit der Reihe Nummer 2. Die Reihe Nummer 2 und die Reihen danach werden immer gleich gehäkelt, dass die nächste Reihe beginnt immer hier zwischen diesen beiden Schlingen. Also da kommt die Masche, da kommt die Masche, da kommt die Masche. Und wenn wir die Häkelnadel hier rein durchstechen, auf der Rückseite sind diese Vs entstanden und dazwischen muss die Häkelnadel rauskommen. Das ist wichtig. Also Häkelnadel reinstecken und die muss dann zwischen diese V rauskommen. Okay. Dann die erste Masche von der Reihe Nummer 2, Häkelnadel reinstecken, rausholen, Faden und festhalten. Dann die Lasche greifen, durchziehen und dann kommt die Luftmasche. Das ist die erste Masche von der zweiten Reihe. Dann die nächste Masche, Faden holen, wieder Häkelnadel rausholen, von der anderen Seite greifen, Faden durchziehen und eine Luftmasche. Also wir häkeln genauso weiter die Maschen, wie wir davor gehäkelt haben. Und in dieser Reihe machen wir keine Zunahmen. Achten wie gehabt darauf, dass beide Schlingen auf der Häkelnadel gleiche Länge haben und ziehen dann durch und machen eine Luftmasche. Zeige ich nochmal. Wenn die Maschen sich irgendwie auf die linke oder auf die rechte Seite verschoben haben, kann man die auch richtig leicht mit den Fingern wieder zurecht richten. Und so machen wir dann weiter bis Ende der Reihe. Da wo die Zunahme war,
gehen wir einfach mit der Häkelnadel zwischen. Auf der Rückseite suchen wir dieses V, das ist ein wenig so verdreht. So, dann Faden holen. Und die Masche dann zu Ende häkeln. Und so häkeln wir dann die Reihe 2 zu Ende. Die Reihe 2 ist fast beendet, mache noch die letzte Masche. Hol mir den Faden und hier mache ich wieder keine Luftmasche. Dann schiebe mit dem Fingernagel die erste Masche zur Seite und hier ist die querliegende Masche. Und unter eine Schlinge greife ich an. So unter diese eine Schlinge greife ich an, nehme den Faden und ziehe auf die Rückseite und mache dann gleich eine Luftmasche. So habe ich jetzt die zweite Reihe beendet und alle Reihen danach werden genauso beenden. Ich tausche jetzt die Häkelnadel. Ich nehme mir die Häkelnadel Nummer 5 und beginne dann mit der Reihe Nummer 3, genauso wie mit der Reihe Nummer 2. Also Faden holen, durchziehen, darauf achten, dass es nicht zu kurz ist und dann eine Luftmasche. Und auf der Rückseite gehe ich wieder zwischen den V, hole den Faden und ziehe dann so die Lasche und mache die Luftmasche. Dann beginne ich mit der Reihe Nummer 3, mache die Reihe Nummer 3 zu Ende und häkle ich dann die Tasche so hoch, die ich haben möchte. Aber bevor ich weiter die Wand hochhäkle, möchte ich den Boden annähen. Das Endstück packe ich ja hier hin, dann nehme ich meine Canvas und lege hier rauf und mit einfachen Faden und ein paar Stiche nähe ich den hier einmal an. Und dann, wenn es angenäht ist, fange ich weiter zu häkeln, dass ich die gewünschte Höhe von meiner Tasche erreicht habe. Ich habe schon die Reihe Nummer 3 beendet und Canvas angenäht. Was ich noch vergessen habe zu sagen, falls ihr einen Boden habt, der fest ist, dann braucht ihr diesen Canvas nicht. Also dadurch, dass mein Boden schlammerig ist, benutze ich das. Sonst, wenn der fest ist, braucht ihr nicht. Und ich zeige euch noch mal, wie die Reihe beendet wird und die neue Reihe angefangen wird. Also, ich beende die Reihe Nummer 3 mit der letzten Masche. Und zum Schluss mache ich hier keine Luftmasche. Nehme ich die Häkelnadel raus. Hier liegt die querliegende Masche
unterdurch eine Schlinge, also ich greife immer nach einer Schlinge, gehe ich durch, nehme den Faden und ziehe auf die Rückseite und mache dann eine Luftmasche. Und beginne gleich mit der Reihe, also mit der nächsten Reihe, hole den Faden, ziehe nach vorne, dann nehme ich diesen Faden, ziehe einmal hier durch und mache eine Luftmasche. Und dann geht es weiter mit den nächsten Maschen. Und wie ich schon gesagt habe, häkeln dann die Tasche in die gewünschte Höhe. Die gewünschte Höhe habe ich erreicht. Die Tasche sieht so aus. Das ist der Boden. Das ist die Rückseite. Man kann ja auch leicht erkennen, da wo die Verbindungsreihen waren. Und so sieht es von innen aus. Habe jetzt die letzte Masche gemacht. Und hier mache ich dann die Luftmasche. Nehme den Arbeitsfaden und wickle das 5-mal um die Tasche um und schneide Faden ab. Dann ziehe ich an diesen Arbeitsfaden und ziehe jetzt dieses ein Stück auf die Rückseite von der Tasche. Diesmal gehe ich unter die beiden Schlingen, hole den Faden und ziehe auf die andere Seite. Und ab jetzt kann ich Kettmaschenreihe häkeln. Gehe unter diese Luftmasche durch, hole den Faden und mache so die erste Masche. Dann unter die nächste, also jetzt immer hier zwischen gehen. Einfach wie gehabt unterdurch, Faden greifen und die Kettmasche häkeln. So sieht es einmal aus und das machen wir die ganze Reihe. Mache dann noch die letzte Masche, ziehe an den Faden und mache jetzt nahtlose Verbindung. Gehe unter diesen beiden Schlingen und den Arbeitsfaden und dann von der Rückseite komme ich mit der Häkelnadel hier dazwischen raus. Jetzt ist die Reihe mit nahtlosen Übergang beendet. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass die
Taschenklappe angenäht wird. Zuerst wird die Tasche so gelegt, geguckt, dass alle Seiten richtig sind. Also die Tasche einmal so zusammenklappen. Ich werde dann die Taschenklappe annähen, da wo die Rückseite ist, da wo die Reihe war mit den Übergangsreihen. Nehme die Taschenklappe und lege es so hin, dass das genau in der Mitte liegt. Dass die Taschenklappe in der Mitte liegt. Und dann hier kann man auch genau erkennen, welche Reihe das ist. Und hier ist es auch schön, mit den Häkelnadeln durchzugehen. Und dann sucht ihr euch eine Reihe, wo die Taschenklappe befestigt wird. Ich nehme 1, 2, bei der dritten Reihe ungefähr in diese Höhe. Von der anderen Seite auch. Nochmal gucken, dass es sich nichts verschoben hat. Und dann kann man beginnen, diese Taschenklappe zu nähen. Ich beginne jetzt die Tasche mit Kettmaschen anzunähen und ich fange hier an und hole von da den Faden raus. Dass es ja so eine Kette entsteht. So, wie ihr seht, habe ich ja schon die Klappe ja so befestigt, dass das mir auch nicht wegrutscht. Dann nehme ich diese Häkelnadel raus und mache dann da die erste Masche. Später an den Endstück kann man ja auch hier noch mal ziehen. Wichtig ist, wenn wir die Taschenklappe jetzt annähen, dass wir es zwischen den Öffnungen nicht zu fest häkeln, dass die Taschenklappe sich nicht wellt. Und so mache ich dann Taschenklappe annähen. Dann die nächste Öffnung. Auch darauf achten, dass es sich nichts verrutscht. So, ich hoffe, ihr habt jetzt diesen Prinzip verstanden und ja, es wird ja dann weiter gehäkelt und diese Taschenklappe dann mit der Tasche zusammen verbinden. Also weiter mit den Kettmaschen die Taschenklappe mit der Tasche verbinden.
Ich habe jetzt auch die letzte Öffnung gemacht und dann zum Schluss mache ich ja auch eine Kettmasche. Dann der Faden wird abgeschnitten und jetzt können wir den Faden hier rausziehen. Und dann von der Rückseite, also da wo der Faden rauskommt, ziehen wir den Faden auf die Rückseite. Dass das ungefähr so an beiden Seiten da und da gleich aussieht. So ungefähr soll es aussehen. So, von der Rückseite werden dann diese Endstücke versteckt. Ich möchte jetzt dieses Schloss noch an die Tasche befestigen und diese zwei Metallteile, die sind viel zu kurz, durch die Tasche zu stechen. Also es gibt ja auch noch einen Trick, wie man das auch anders machen kann. Ich habe hier zwei gleiche Faden, also von der gleichen Länge Faden abgeschnitten und lege die beiden Teile hier so drauf. Und dann biege ich diese Metallteile nach innen. Eine Seite und dann die andere Seite. So sieht es aus. Jetzt können wir dieses Teil dann an die Tasche befestigen. Wichtig ist, wir legen jetzt wieder die Tasche oder legen die Tasche wieder so zusammen und gucken ungefähr, also das darf nicht stramm sein. Das darf nicht stramm sein, weil wir werden noch hier die Seiten von der Tasche nach innen biegen. Also aufmachen, leicht nach unten drücken und ungefähr gucken, wo es ist. Auch natürlich auch darauf achten, dass die Klappe sich nicht hin und her verschiebt. Also wichtig ist, dass die da bleibt, wo sie sein soll. Ich markiere ungefähr hier die Stelle. Dann kommt auf diese Stelle der Schloss. Und dann von der Rückseite werden diese Stücke, also der Faden, nach innen gezogen. Ungefähr so. Eine Seite, dann die andere Seite. Und von hier, von dieser Seite genauso. So sieht es ungefähr aus. Bevor ich auf der Rückseite das befestige, gucke ich, ob es auch alles richtig ist. Ja. Und dann wird es jetzt von der Rückseite der Tasche diese Endstücke miteinander verbunden. Also ihr macht Knoten .
noch mal gucken. Ja. Und jetzt von der Innenseite werden die ganzen Endstücke versteckt. Und diese Endstücke kann man auch so entlang machen. Da ich ja auch für meine Tasche Innenfutter mache, werde ich diese Teile oder diese Endstücke einfach abschneiden. Und dann mit dem Feuerzeug anbrennen lassen, dass das ja auch der Stoff sich ein bisschen schmelzt. Legt dann drauf und drückt dann drauf. Und dann ist ja das Endstück hier befestigt. Und das mache ich mit allen 4 Seiten. Hier muss ich ein wenig verstecken und dann genauso befestigen wie da, dass das auch nicht zu sehen ist. Wir kommen hier zu den Endspuren, und zwar ich mache hier noch die Tasche so nach innen drücken, nehme 2 Karabiner. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Tasche so lassen. Dann macht ihr die Karabiner hier an die Seiten. Und ich möchte es ein bisschen die Tasche zusammendrücken und mit den Karabinern dann hier die Tasche verbinden in der Mitte. Also dass ich ja den Karabiner einmal hier durchziehe und einmal da. Meine Tasche ist jetzt fertig. Sieht dann mal so aus. Ich habe die Karabiner auch schon fertig gemacht. Und jetzt kann ich ja auch einen Gurt befestigen. Momentan sind jetzt die Gitarrengurte sehr angesagt. Passt von der Farbe auch richtig gut zusammen. Oder man kann auch solche Ketten benutzen. Das ist auch jedem selbst überlassen. Von meiner Seite war das schon. Ich wünsche euch viel Spaß, diese Tasche nachzuhäkeln. Werde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und Daumen hoch macht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.